Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Es geht um das Thema Authentizität bzw. darum, man selbst zu sein und warum das für dich im Business förderlich ist. Also, los geht's! Authentizität, das ist ja ein Wort, das wir immer und immer öfter hören. Finde ich zumindest. Sei authentisch, sei du selbst. Das hören wir so oft und doch fällt es uns mega schwer. Warum hören wir das eigentlich so oft? Ganz einfach, weil das einfach ein Gewinnfaktor ist. Denn Wissen gibt es heutzutage überall und das dank Google und Co. auch noch kostenlos. Das heißt, wir bezahlen nicht mehr für das reine Wissen, sondern wir bezahlen einmal für die Struktur im Wissen. Das heißt, wie ist das Ganze aufgebaut? Weil wir oftmals keine Lust haben, wir Menschen sind immer faul, wir haben keine Lust, uns das Wissen selber anzueignen. Wir haben keine Lust, uns das selber zusammenzusuchen. Deshalb zahlen wir einerseits für die Struktur und andererseits, das ist jetzt der Punkt, wo die Authentizität zum Tragen kommt, zahlen wir dafür, dass jemand uns dieses dass jemand uns dieses Wissen vermittelt. Dass jemand, uns das beibringt, uns das erklärt, uns an die Hand nimmt. Und da ist es wichtig, dass wir die Person mögen. Erinnere dich mal zurück an deine Schulzeit. Also ich weiß, dass ich bei den Lehrern, die ich mochte, die ich besonders sympathisch fand, besser gelernt habe als bei den Lehrern, vor denen ich Angst hatte oder die ich einfach nicht mochte, mit deren Art ich nicht klarkam. Und es gibt zum Beispiel eine Lehrerin, meine damalige Deutschlehrerin, Frau Brammer in der Oberstufe. Ohne diese Frau hätte ich niemals Deutsch-Leistungskurs gemacht. Ich habe den Leistungskurs in Deutsch gemacht, weil ich sie als Person so toll fand. Ich hatte sie in der 10. schon mal in einem anderen Fach und wusste, sie wird den Deutsch-Leistungskurs übernehmen und habe dann gesagt, von der Frau möchte ich lernen. Mit der möchte ich 5 Stunden die Woche verbringen. Die hatte einfach so eine total liebe, mütterliche Art, ihren eigenen Humor, über den meist nur sie gelacht hat, aber es war einfach toll, bei ihr zu sein. Das heißt, ich habe diesen Deutschleistungskurs bei ihr gekauft. Wäre es ein anderer Lehrer gewesen, hätte ich es nicht gemacht. Bei Bio war es genau anders. Eigentlich wollte ich nämlich sehr, sehr gerne in den Biologieleistungskurs. Als ich dann gehört habe, welcher Lehrer das übernimmt, habe ich gesagt, nee, da bin ich raus. Dieser Lehrkörper und ich kommen mit diesem Leben nicht mehr zusammen. Und ja, genauso ist es bei dir in deinem Business. Wir kaufen die Person dahinter. Wir verkaufen die Person, die uns das Wissen und die Struktur verkauft. Wir kaufen den Menschen dahinter. Und eine ganz lange Zeit war es so, dass man gedacht hat, bei mir war es besonders in der Pubertät, ich musste sein wie jemand anders. Ich muss die Charaktereigenschaften von einer anderen Person haben. Ich muss etwas anderes verkörpern. Ich muss gucken, was der Markt will und genauso muss ich sein. Bei uns war es so, wir hatten erst den Slogan Creating Experts, mehr Umsatz und Freiheit als Experte. Da haben wir aber die ganze Zeit gemerkt, irgendwie fühlt sich das nicht stimmig an. Irgendwie sind wir das nicht. Wir sind nicht die, die als allererstes Umsatz sagen. Das passt nicht zu unserer Vision. Zu unserer Vision, zu unserem Denken passt viel mehr Creating Experts, mehr Erfolge mit dem, was du liebst. Was ist damit gemeint? Unser Warum ist es, dass wir möchten, dass mehr Menschen, die etwas lieben, das sie tun, die diesen Mut hatten, sich mit ihrer Leidenschaft selbstständig zu machen, dass die erfolgreicher werden. Genau das ist unser Warum. Genau diesen Menschen wollen wir helfen. Wir wollen nicht denen helfen, die sagen, ich habe mich jetzt selbstständig gemacht und ich gründe ein Online-Business oder generell ein Business, nur damit ich mehr Kohle bekomme. Wir wollen den Menschen helfen, die ihre Passion leben. Weil wir das toll finden, weil wir wollen, dass die belohnt werden. Und das ist eine ganz andere Botschaft, eine ganz andere Schwingung, die wir aussenden. Und dadurch ziehen wir automatisch ganz andere Leute an. Und es geht darum, wir kaufen ja immer bei Leuten, die uns ähnlich sind, mit denen wir uns irgendwie identifizieren. Beziehungsweise mit diesen Kunden arbeiten wir auch besonders gern zusammen. Und stell dir mal vor, wie schrecklich es wäre, du stellst nach außen hin jemand anders dar. Als Beispiel, du bist jemand, der
sehr, sehr fröhlich ist, der energiegeladen ist. Und in deinem Business stellst du dich aber so dar, als wärst du stocksteif, als wärst du nur so, als würdest du nie lachen, als hättest du keinen Spaß und ja, wärst sehr, sehr trocken, würdest dich nur komplett hochgestochen, eloquent ausdrücken, obwohl du das gar nicht bist. Dann würdest du durch das, was du eben nach außen gibst, die Kunden anziehen, die gar nicht so sind wie du. Wenn du dich jetzt aber, weil du locker und fröhlich bist, locker und fröhlich gibst und auch öfters mal lächelst, dann ziehst du auch genau diese Menschen an, die entweder so sind oder die so sein möchten. Deshalb sei du selbst, weil wenn du für dein Business permanent eine Maske aufsetzt, das Beispiel gerade, dass du die ganze Zeit sagst, ich lächle gar nicht und plötzlich, oder eigentlich lächelst du immer und plötzlich sagst du, ich lächle gar nicht mehr. Das heißt, dass du diese Ernsthaftigkeit die ganze Zeit schauspielerst. Dieses Hochprofessionelle, ist es für dich anstrengend. Das zieht dir Energie. Energie, die du eigentlich nehmen könntest, um dein Unternehmen nach vorne zu bringen. Energie, die du nehmen könntest, um kreativ zu sein. Sei du selbst, denn das macht dich aus. Und ich bin auch weg so langsam oder immer mehr von diesem Gedanken, ich muss alle ansprechen. Ich muss alle ansprechen, alle müssen meine Kunden sein. Nein, das ist nicht so. Denn überleg mal, wie viele Menschen es in Deutschland gibt. Du kannst gar nicht alle davon bedienen. Und das brauchst du auch gar nicht. Es reicht, wenn du 2-3% der deutschen Bevölkerung hast. Das ist dann schon echt viel. Wenn du weißt, wer dein Kunde ist, für wen du das machst und du dann die Leute bekommst oder Leute, die ähnlich dessen sind, dann ist das doch schon total super. Und ganz ehrlich, der Markt da draußen ist groß genug. Es ist kein Haifischbecken mehr. Es ist ein riesengroßes Meer, wo ganz viele Fische sind und ja, du den richtigen Köder auswerfen wirst, der nicht nur zu dir passt, sondern auch zu deinen entsprechenden Kunden passt. Deshalb sei du selbst, denn dadurch hast du mehr Energie und du ziehst die richtigen Kunden an. Denn, wie gesagt, wir kaufen von Menschen. Wir kaufen von Menschen, die auch ruhig mal eine Macke haben. Dieses Perfekte, dieses Geleckte, was es irgendwann mal Anfang der 2000er war, dieses perfekte Bild nach außen, das wollen wir heute nicht mehr. Deshalb funktioniert Social Media so gut, weil wir Menschen von Menschen kaufen. Wir kaufen über Emotionen. Wir kaufen nicht die hochgestochenen, perfekten Bilder, die perfektesten Werbebotschaften. Nein, wir kaufen die Ecken und die Kanten. Und wenn du Macken hast, zum Beispiel eine Macke von mir ist, dass ich immer so meinen kleinen Finger so durchs Gesicht mache und öfters mal gestikuliere. Das sind so meine Macken oder gewisse Eigenarten sprachlich. Ich komme aus dem Norden und viele würden sagen, die jetzt nicht aus dem Norden kommen, dass man das absolut hört. Die Norddeutschen werden sagen, Caro, du sprichst ganz normal. Aber wenn ihr von weiter weg kommt, dann werdet ihr es höchstwahrscheinlich hören. Aber das ist auch vollkommen in Ordnung, dass du zum Beispiel deinen eigenen Dialekt hast, dass du Witze machst, über die nur du lachst als Beispiel. Jeder hat seine Eigenarten. Sei du selbst, denn das macht dein Business einzigartig und unverwechselbar. Wir suchen oftmals ganz, ganz lange nach unserem USP. Was unterscheidet uns von allen anderen? Was unterscheidet unser Angebot? Ganz oft ist es die Person dahinter und die Geschichte dahinter. Bei uns ist es zum Beispiel die Geschichte, dass wir das alles selbst erlebt haben. Dass wir nicht anderen etwas beibringen, was wir irgendwo gelesen haben, sondern dass wir selber diesen Weg durchgemacht haben. Dass wir selber angefangen haben mit langen Tagen, mit, gerade Marco, 12, 13 Stunden Arbeitstage, in Richtung Depression reinschlittern, keinen Sinn dahinter sehen, alte Ängste haben, die einen zurückhalten und dann, wie das Ganze mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Zeitmanagement und vor allem mit Positionierung und den richtigen Marketingstrategien aufgelöst wurde und zum Erfolg geführt wurde. Das ist unsere Geschichte dahinter. Dass wir gestartet sind mit einer Leidenschaft, hey, anderen Menschen helfen, Unternehmen sichtbar erfolgreich machen. Dass dieses Warum uns stark gemacht hat. Und diese Geschichte macht uns authentisch. Was macht uns noch authentisch? Mich macht zum Beispiel authentisch, dass ich Mama bin und
ein Business habe, beziehungsweise jetzt die zweite Firma habe und das miteinander vereine und eben dann auch mal einen Schwank erzählen kann, wie es eigentlich ist. Das habe ich in einem Interview mal gesagt. Dieser unberechenbare Zeitfaktor, wenn alles fertig ist und plötzlich macht das Kind die Hose voll und du, kommst halt nicht mehr los. Aber das ist so das, was mich und meine Geschichte ausmacht. Und genauso wirst du deine Geschichte haben. Das, was dich einzigartig macht. Was dich als Person ausmacht. Das nächste ist das Thema, zeig dich nicht nur stark und perfekt und was alles gut läuft, sondern zeig dich auch mal verletzlich. Teil auch mal mit deinen Kunden, mit deinen Fans, deinen potenziellen Kunden, deine Ängste, deine Sorgen, deine Struggles, deine Hindernisse. Vor welcher Herausforderung stehst du gerade? Weil das wollen wir Menschen sehen. Weil Liebe und Freude, klar, das teilen wir gerne miteinander. Es ist schön, es zu teilen. Aber wenn wir Verletzlichkeit teilen und die Menschen dort einen Punkt sehen, was sie wiedererkennen von sich selbst, das verbindet uns Menschen noch so viel mehr. Das ist so viel tiefer. Das macht eine tiefe Verbundenheit aus. Deshalb zeig dich ruhig verletzlich. Wenn du jemand bist, der emotional ist, der öfters mal heult, sei es vor Freude, sei es vor Trauer, der öfters mal laut lacht, ja, dann zeig das doch. Nimm die Maske ab. Nimm die Maske ab und zieh Menschen an, die so sein wollen, beziehungsweise die so sind. Das nächste. Lass die Menschen dich auf deinem Weg begleiten. Zum Beispiel, gerade die Kunden von Social Media's Finest, die kennen das noch, die ersten Videos, oh Gott, war nicht schrecklich, die wir im Dachgeschoss aufgenommen haben von unserer Wohnung. Oder in unserem riesengroßen Wohnzimmer, wo es total Gehalt hat. Dann irgendwann unsere Videos mit Greenscreen dahinter. Dann der Umzug ins erste kleine Büro. Jetzt immer mehr Büroräume, wo wir händeringend auf der Suche sind nach deutlich größeren Räumen, weil wir hier einfach das Kontingent bald ausgeschöpft haben. Nimm die Leute mit. Nimm sie mit auf deine Reise von ich bin ganz klein hin zu ich bin bekannt zum Beispiel. Teil mit den Menschen deine Erfolge. Dadurch identifizieren sie sich mit dir. Das ist viel besser, als wenn du plötzlich da bist, plötzlich der alles perfekt kann. Wie gesagt, perfekt wollen wir nicht. Wir Menschen wollen Ecken und Kanten. Wir wollen in einer Zeit, wo es so viele Möglichkeiten gibt, wo es so viel Werbereize gibt, wo es so viel Anonymität gibt, wollen wir wieder Menschen haben. Wollen wir wieder Menschen haben, die greifbar sind. Deshalb sei greifbar. Zeig dich verletzlich. Sei du selbst. Denn dann ziehst du Menschen an, die genau das wollen, die dich wollen. Hör auf, Angst zu haben. Und was für mich der allergrößte Vorteil ist, wenn wir mit diesem Streben nach Perfektion aufhören, das ist für mich der allergrößte Vorteil, dass wenn wir das loslassen, dass wir endlich Energie haben, endlich Energie für die wichtigen Dinge, gerade im Business. Es geht im Business nicht darum, dass du dir ein Ziel gesetzt hast, Umsatzsumme X, dass du Umsatzsumme X so schnell wie möglich erreichen musst. Es geht darum, dass du eine Idee hast, ein Warum dahinter hast. Es gibt ja einen Grund, weshalb du das gestartet hast. Irgendwas, was dich antreibt. Irgendwas, was dich ausmacht. Und dann gibt es da Menschen, denen du helfen möchtest. Mit deiner Dienstleistung, mit deinem Angebot. Und wenn du aufhörst, perfekt sein zu wollen und diese ganze Energie, also die Hände plötzlich frei hast, stell dir vor, diese Perfektion ist wie so eine Last auf deinen Schultern oder wie so 2 Koffer, die du mit dir rumschleppst. Und wenn du diese Koffer plötzlich abgestellt hast, die Last von deinen Schultern weg ist, wie viel Kraft du auf einmal hast, wie viel Energie du hast, um an deinem Business zu arbeiten, um an deinen Produkten, an deinen Dienstleistungen, um noch mehr Menschen helfen zu können. Und ich sage dir, das ist mächtig. Deshalb sei du selbst und konzentriere dich auf das Dienen, denn dann kommt das Verdienen von ganz alleine. Und ja, ich hoffe, dir hat dieser kleine Real Talk, wo ich ein bisschen ausgeschwenkt habe, gefallen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Danke, dass du uns diese Zeit geschenkt hast und alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Ciao.